77 Minuten für das XXL-Gericht für kostenloses Essen für einen Stempel. Ja. Dann nehme ich die Challenge an. Viel Spaß. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Hauptkanal Big M und natürlich einer neuen Challenge. Heimspiel ist angesagt. Wir sind zurück in Düsseldorf bei Babelli Green. Es steht eine XXL Reispfanne an. Man hat sich wohl, ich sag mal, das ein oder andere Pasta-Video angeschaut, die ein oder andere Challenge und hat sich heute wohl was Neues und wieder Einzigartiges überlegt. XXL Reispfanne. Healthy angehaucht, schnell und vor allem schmackhaft soll es sein. Wir schauen uns an, was Babelli Green parat hat. Eins weiß ich, es winkt der nächste Stempel im Big M Lifetime Pass. Den will ich mir heute holen. Let's go. Wir haben jetzt hier den lieben Ahmed da. Ja. Türkische, arabische Küche ist es angehaucht, ne? Ja, klar. Was erwartet uns heute? Pfanne mit Reis und verschiedene Sorten von Gemüse. So Tellergerichte, ne? Mit so Lachs, mit Chicken Ja. und sowas alles, was ihr verschieden habt, ne? Ja. Ist so healthy angehaucht. Ja, klar. Und da willst du heute so ein XXL-Bowl machen und sagst Ja, so, ey, genau. Big M, Sebastian, das hast du noch nicht gehabt, so groß, so riesig und auch so Ja. lecker und gesund. So gesund und dann da wäre das ist schwer. Ja, es würde ja auch passen zu mir. Es passt ja auch zu mir, ne? Das Also wenn du schaffst, Ja. dann kriegst du dein nächstes Stempel. nächste Stempel, lass uns losgehen. Let's go. Ich glaube, es geht los. Es wurde vorbereitet. Bittchen, mein Freund. Dankeschön, Halleluja. Geil, mein Lieber. Was wir hier alles haben. Es ist auf jeden Fall eine XXL-Platte. Ja. Ne? Wir haben hier Reis, ist Basis. Ich habe dich gerade gefragt, ist Basmati-Reis? Ja, genau. Den liebe ich nämlich, weil sofort, wenn man hier reinkommt, ich liebe das, Ja. wenn man das so riecht. Weißt du, vom Basmati-Reis, der hat da so einen geilen Geruch, ne? Was haben wir sonst noch hier alles drauf? Wir haben Lachspfanne, Ja, sehe ich hier, ne? genau. Ja. Wir haben Aleppo Gemüseteller. Aleppo Gemüse. Teller. Womit ist das alles? Das, So Gemüse, das Veggie und so. Ja, genau, Veggie, also Ja. quasi Veggie-Art. Ja. Genau, wir haben Veggie-Teller auch und wir haben Lachs haben wir genannt. Wir haben Teriyaki-Pfanne und Teriyaki? Peanut und Peanuts wahrscheinlich hier mit so ja, Erdnusssoße, genau. ne? Und wir haben hier Chicken Tikka Masala. Chicken Wir haben- Masala? Ja, genau. Okay, aber Chicken Masala ist doch eher so indisch, oder? Ja, genau. Also das heißt, Nur ihr habt einfach- so arabisch-türkisch und dann so ein Ja, bisschen... genau. Wir haben ausgesucht, was das so Gesundes ist. Ah, Das okay. ist halt Soße mit Hähnchen und Reis. Okay, also quasi, ich sag mal, gesund, was vielen schmeckt Genau. und ich sag mal aus verschiedenen Küchen so, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, geil, mega, mega. Aber meistens Konzept ist arabisch halt. Okay, alles klar. Ja, mega. Habe ich eine Zeitvorgabe oder habe ich Zeit so wie Eine viel? Stunde, sagen wir? Eine Stunde? Eine Stunde? Also sind das 7 Gerichte? Ja, genau. 7 Gerichte. Du weißt nicht, wie schwer das ist, ne? Das ist, was hältst du denn von? Meine Glückszahl ist ja die 7. 77 Minuten. 7, ja, können wir gerne machen. 77 Minuten? 77 Minuten. Okay, Leute, also, da konnte ich auch ein bisschen 17 Minuten raushauen. 77 Minuten für das XXL-Gericht für kostenloses Essen für einen Stempel. Ja. Dann nehme ich die Challenge an. Let's go. Let's go. Also, meine Lieben, auf geht's in die legendäre Babelli Green XXL Reispfanne. 77 Minuten haben wir Zeit abgehört. Dann winkt der nächste Stempel im Big M Lifetime Pass. Es ist eine Menge, die größte Reispfanne, die wir bisher hatten. Aber viel Spaß. Let's go. Können wir, glaube ich, hier sogar perfekt die Uhr sogar positionieren. Oder wisst ihr was, stellen wir schon hier oben hin. Und dann gehen wir rein. Ich bin jetzt echt mal auf den Basmati-Reis gespannt. Ich glaube, wir brauchen nur den Löffel, Leute. Ich glaube, eine Gabel können wir schon fast groß verzichten. Der Vorteil ist, wir haben echt hier, ich sag mal, schöne Untersetzer, wo das schön alles heiß und warm ist. Aber auch wenn wir es probieren, dürfen wir nicht zu viel Zeit verquatschen. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal ins erste Stück rein. Ne? Boah. Halt. Ich bin wirklich Basmati-Fan. Ich habe ihn früher, gerade noch so zu meinen besten Fitnesszeiten, immer gerne gegessen, weil er so fluffig ist, geschmackvoll und diesen leckeren Duft und Geschmack einfach hat. Ne? Ich liebe einfach diesen Basmati-Reis. Probieren jetzt hier mit der ersten Peanut-Soße. Oh,
Wie schaut die Peanut-Soße, die wird anstrengend werden. Oh, die ist mächtig, das merkt man jetzt schon. Boah, ich glaube, das ist sogar mit das Mächtigste. Ich glaube, wir haben hier sogar hier mit den verschiedenen Tellern, müssen gleich noch mal schauen, was ist, sind sogar, seht das hier, sogar Erdnüsse dabei, ne? Also nicht nur in Anführungsstrichen, dass wir Peanut und sowas alles haben, sondern wirklich, also Erdnüsse als Soße, sondern wirklich auch richtige Peanuts. Boah, aber geschmacklich geil, Halleluja. Wir haben tatsächlich zur Mittagszeit hier aufgebaut und zur Mittagszeit war hier die Hölle los. Wir haben extra jetzt so ein bisschen gewartet, ein bisschen auch später mit dem Livestream angefangen, weil hier so viel los war, Leute. Jetzt haben wir erst das erste Mal Ruhe, ich denke mal so bis zu den Abendstunden, aber viele, mit denen ich gerade von euch auch gequatscht habe, so, die jetzt auch im Livestream oder sich die Videos anschauen, haben gesagt, die kommen gerne hier zur Mittagszeit vorbei, weil es schnell geht, weil es lecker ist und dementsprechend auch gut bekömmlich ist. Was ich krass finde, auf der Speisekarte haben die sogar die Nährwerte angegeben. Also viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch Fitnessleute kommen hier wohl hin, die sich das, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht abwiegen müssen. Geht wohl hier auch, wenn man eine Waage hat, weil die haben ja wohl auch eine Waage, aber kommen gerade wegen den Nährwerten hier von Fitnessleuten. Boah, aber schmeckt sehr, sehr geil. Gehen wir mal rüber in den Lachs, da bin ich mal gespannt. Schön mit Reis direkt. Geil. Das ist natürlich heute auch genau was für mich, ne? Lachs, Peanut, das. Und dann haben wir auf jeden Fall Teriyaki noch mit dabei. Ich glaube, das ist gleich hier. Ich glaube, das müsste dieser Aleppo-Style sein, weil das nur mit diesem Gemüse, nee, mit dieser Veggie-Style, weil es hier nur so schön mit dem Gemüse, Zucchinis, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, ja, Paprika ist noch mit dabei, sehe ich. Also das ist auf jeden Fall geil. Wir holen uns gleich, oh, Champignons sehe ich hier auch. Champignons. Wir holen uns gleich vielleicht nochmal die Speisekarte, können wir nochmal alles genau durchgehen. Und dann müsste das hier das Chicken Teriyaki sein. Ja, das ist geil. Boah, das. Ich glaube, ich müsste mal gleich schauen, ob mein Favorite später oder am Ende das Lachs wäre oder Chicken Teriyaki. Ich mag eigentlich beides. Mal schauen, wie es auf die Dauer gesehen ist. Weil das Chicken war jetzt sehr lecker, vor allem mit dieser Teriyaki-Soße. Wir haben hier noch, stimmt, das Chicken Masala, das haben wir noch in der Mitte, schön mit der Soße. Okay, das hat natürlich diese Indian-Vibes, ne? Aber ich glaube, das reicht wirklich, wenn man das so mit in der Soße hat. Vielleicht werden wir gleich noch so ein bisschen dreckig und werden, wenn wir sie triggern, schnell vorankommen. Wobei 70 Minuten mit den, ich sag mal, keine Ahnung, wie viel kiloweise Reis und was das alles ist der Typ überschaubar, aber vielleicht kann man hier und da noch so ein bisschen mit Soße spielen. Eine kleine Falafel, 2 Stück, die gibt es anscheinend hier auch. Falafel in der Mitte, schön warm, schön heiß, schön würzig. Also, ich würde sagen, ein bisschen Zeit haben wir schon verplempert, aber wir wollen es vor allem gut gehen lassen, trotzdem den Stempel ergattern. Let's go! Dann haben wir eine Teriyaki-Pfanne, klar mit der typischen Teriyaki-Soße, ein bisschen Brokkoli. Und dann stehen wirklich auch immer darunter die Nährwerte. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, die haben die doppelte Portion gemacht pro Dingen. Und eine Portion hätte hier zum Beispiel jetzt bei der Teriyaki-Pfanne 650 Kalorien. So, ne? Also das ist halt quasi echt hier mit angegeben. Also wer darauf so ein bisschen Wert legt, der hat tatsächlich hier immer mit dabei. Aleppo Gemüseteller, den haben wir auch noch. Der ist mit Süßkartoffeln, Zucchini, Auberginen. Das wird das hier alles sein. Weil das hier ist mit dieser ganzen Soße. Paprika, Cashew, Green Peanut. Klar, ist da vorne mit dem Peanut. Erdnusssoße, Koriander, Ingwer. Der Falafelteller, da haben wir die Falafel noch mit drauf. Ne? Ah, krass. Also könnt ihr gerne mal schätzen, wie viele Kalorien das sind dann. Weil wenn ich mir das hier anschaue, sind das jetzt quasi pro Gericht mal 2, was die draufgepackt haben. 700 Kalorien. 7 mal 7. Sind wir bei 4000, sind wir bei 7 mal 7, sind wir bei, 7 mal, bin ich jetzt gerade doof, Hänger? 49, 7 mal 7, 49, ne? 7 mal 7, 49? Habe ich gerade einen Hänger, ne? Ja, 49. Heißt dann quasi, das da mal 2. Ich habe etwas über 10.000 Kalorien, nur an Reis und Gemüse mit rein. Boah, das stopft mega. Also ich will gar nicht wissen, wie schwer das dann ist auch. Stunde seht ihr, brechen wir jetzt an, das heißt 17 Minuten haben wir schon um. Der Vorteil ist wirklich vorne vom Hals,
konnte man echt erstmal gut richtig viel wegnehmen. Ich merke aber jetzt schon, wie es stopft. Also ich konnte am Anfang richtig gut, ich sag mal in Anführungsstrichen, jetzt auch schieben. Weil dadurch, dass es halt Reis mit der Soße und allem ist, ne, geht es natürlich gut runter. Aber ich denke mal, es wird so ähnlich wie bei der Pasta Challenge halt so nachher wie der Hammer kommen. Und die einzelnen kleinen Reiskörner, ist halt anders als der Pasta, dass man die so schlürfen kann, sondern es sieht halt dann immer mal wieder jetzt nach offenen Stellen aus. Ist aber, glaube ich, immer noch viel. Wenn ich überlege, wenn man allein wahrscheinlich jetzt hier so einzelne Reiskörner wieder zieht, ist gefühlt wieder so ein ganzer Löffel voll. Aber dafür muss ich echt sagen, kriegen diese Untersetzer zum Warmhalten schön was. Macht mir natürlich auch angenehmer, sagen wir, das Ganze auch angenehm warm immer zu essen, sodass alles schön verteilt von der Wärme bleibt. Die Erdnuss machen mir nur so ein bisschen Sorgen, was das Stopfen angeht. Aber ansonsten bleibt mein Favorite-Stand jetzt echt so Lachs und Hähnchen. Finde ganz cool mit den Nährwerten. Ihr könnt auch so mal schätzen, so im Durchschnitt hat eine Portion jetzt so 700 Kalorien. Und von jeden 7 Gerichten sind 2 mal drauf. Also ich sag mal so 700 mal 2 und dann mal 7. Plus halt der Reis dazu. Also eine ordentliche Fitness-Bowl mit ordentlich Kalorien. Und danach gehen wir dann noch in die zweite Challenge des Tages. Aber jetzt müssen wir erstmal die erste schaffen. Ich bin nur noch skeptisch wegen dem Reis, mein Lieber, weil es täuscht, wie in Anführungsstrichen viel vielleicht schon weg ist. Aber wenn ihr euch erinnert an die Pasta Challenge, der Vorteil bei solchen Sachen ist ja wirklich, sage ich mal, dass das am Anfang gut flutscht, ne? Weil es wirklich dann wegen den Soßen, wegen Basmati-Reis auch sehr angenehm zum Essen ist. Im Gegensatz jetzt sage ich mal zum Fleisch, aber es kommt dann irgendwann der Hammer, weil es halt so viel stopft, ne? Wie willst du heute Abend einen Burger essen? Das kann ich dir noch nicht sagen, aber das ist ja für mich immer so eine Challenge in der Challenge nochmal, da ich sage, ich esse am Abend nochmal eine zweite Challenge für unseren Zweitkanal und ich bin gespannt. Haben wir gerade kurz geschaut, 43 Minuten sind es noch. Als ich immer wieder merke, wie zwischendurch fett die Reisschichten sind, dann mal wieder ein bisschen weniger, dann wieder ein bisschen fetter. Also das ist echt krass. Was vor allem halt richtig stopft, ist natürlich das Chicken Masala, die Peanuts, allgemein das ganze Soßendressing. Also auch wenn es, ich sag mal, leicht bekömmlich ist, glaube ich, auf Dauer und auch als viele andere Sachen, stopft natürlich irgendwann das Volumen, vor allem der Reis. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viel Kilo Reis jetzt hier wirklich letztendlich drauf haben. Es ist so ein bisschen, wie komme ich mir wirklich wie bei der Pasta Challenge vor, wo am Ende wirklich der Hammer kommt. Ich hoffe, dass man diesmal, ich sag mal, diese Grenze rüberkommt. Der Vorteil ist, der Moritz ist heute nicht dabei. Das heißt, wir werden hier keinen haben, der uns irgendwie eine Carbonara noch unterschiebt oder so. Aber ist nicht für mich, ne? Ernsthaft? Als ob. Heute wird mit allen Waffen gekämpft. Ich merke schon, die kämpfen wirklich mit allen Waffen. Mr. Waff, scheiß drauf. Wir ärgern sie heute. Es ist kaum noch was drauf. Ich nehme die Challenge hier heute komplett an. Ich nehme sie komplett hops. Rein mit der Carbonara da. Haben wir noch ein bisschen Käse für den Geschmack. Was denn? Als ob nicht schon genug Geschmack hier raus. Stand jetzt, man weiß ja nie. Aber noch geht's gut. Es schmeckt vor allem. Es wird auch wieder ein bisschen voller, das merkt man. Ne? Also zur Nachmittagszeit merkt man jetzt auch wieder. Viele von euch, die fragen, wo das Ganze ist, weil das Konzept ganz interessant finden. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles wie immer in der Beschreibung. Oh, und es hat jetzt mal gut ein bisschen durchzuschnaufen. Hab noch nichts zu trinken gebraucht. Ist auch mal ein gutes Zeichen, weil es nicht krass salzig ist. Also das muss ich auch sagen. Ne? Wenn ich überlege, mit der Gans und sowas alles, wie salzig das alles war, ist es hier im Verhältnismäßig wirklich angenehm. Also es schmeckt von, ich sag mal, das so wie es auch glaube ich, im Intro gezeigt mit diesem Geschmacksverstärker, schmeckt man überhaupt krass nicht raus. Nichtsdestotrotz hat es trotzdem diesen geilen Geschmack, ich sag mal, durch diese Kokosmilch immer mal wieder. Denkt man auch hier und da durch das Fett, womit es angebraten wird. Auch die Erdnuss natürlich, aber ich sag mal eher wirklich diese natürliche Richtung. Ne? I like it, weil es einfach auch zu mir passt und ich sag mal, ich glaube, mich auch so ernähren würde, wenn ich jetzt nicht, ich sag mal, die Challenges irgendwie in anderweitig Richtung mit Burger und so machen würde. Also, Stand jetzt 1A, mir geht's auch noch gut, aber es ist noch eine Menge. Ich glaube, etwas über, ja, ich sag mal, zwei Drittel haben wir geschafft, ein Drittel noch drauf und viel Zeit ist auch nicht mehr. Also zumindest im Verhältnis zu dem, weil am Ende immer mehr die Zeit ausgeht. Aber wir versuchen wieder weiter voranzukommen. Ich habe mir noch den Klecks vorne, weil das mit so der schwierigste ist. Ich habe jetzt auch die Peanuts soweit durch und die hat natürlich richtig reingescheppert. Ne? Der Vorteil ist, mir wird dadurch ein bisschen wärmer, genauso wie von der Platte von unten. Aber es ist natürlich immer mehr Stopfen. Ne? Ich merke es halt immer wieder. Bei Reis und Nudeln, auch wenn es gerade am Anfang geil schmeckt und mit am besten bekömmlich ist, ist es wirklich was am Ende dann wie so ein Hammer kommt, wo man gar nicht weiß, wo ist jetzt so der Moment. Ne? Also das ist wirklich krass, finde ich immer wieder faszinierend. Beim Fleisch ist das so irgendwie so, ich sag mal, so ein schleichender Faktor, wo ich es immer so gefühlt von Stück zu Stück merke. Bei Reis und Nudeln ist mir jetzt wirklich aufgefallen, also bei Nudeln letztes Mal ja schon, beim Reis auch heute, habe ich mir schon gedacht, dass wirklich irgendwann dieses Gefühl, dieses Völlegefühl kommt.
Gar nicht ins Sättigungsgefühl bei mir. Aber wirklich dieses so, man merkt so, oha, da ist mehr drin, als man denkt. Aber es schmeckt dafür auch so. Ihr seht, Schluckauf ist da. Habe immer noch nichts zu trinken gebraucht. Das freut mich, weil ich einfach keinen Durst habe. Aber wir schauen trotzdem, dass wir ja, in der knapp etwas weniger als Hälfte der Zeit noch das Ganze aufbekommen. Auch wenn der eine oder andere von euch schon schreibt oder auch im Livestream geschrieben hat, dass ich schon wieder anfange zu schmatzen. Ist halt normal bei so viel Essen. Irgendwas schmeckt. Aber das ist auch der Zeitpunkt dann, wo ich sage, da merkt man, langsam wird es anstrengender. Aber wirklich so langsam zum Ende. Und was ich immer noch faszinierend finde, ich habe immer noch nichts zu trinken gebraucht, ne? Weil es halt wirklich so angenehm zum Essen ist. Ne? Ich sag mal, ich bin immer froh, je mehr Zeit ich bekomme. Wenn ich gar keine Zeit habe, umso schöner. Aber ich glaube, wenn ich überlege, wir hatten ja eine Stunde 17, also 77 Minuten. Und haben jetzt noch 21 Minuten. Ich glaube, ich hätte es wirklich auch in der Stunde geschafft. Versuche ich jetzt auch nochmal. Weil dann hätte ich auch so seinen Vorschlag geschafft, ne, und habe dann unseren auch nochmal durchbekommen. Und damit würde ich sagen, machen wir uns so den letzten Löffel hier voll, kratzen noch ein bisschen aus. Denn eins muss man sagen, unabhängig wie viel das jetzt war, war es geschmacklich auch sehr lecker. Boah, Halleluja. Und damit haben wir in unter einer Stunde die legendäre XXL-Pfanne von Babelli Green geschafft. Und es tut gerade richtig gut. Also ich glaube, jetzt gleich werde ich dann doch mal den ersten Schluck trinken. Weil so langsam, ich will gar nicht sagen, merke ich, brauche ich es, aber ich glaube, es tut einfach gut gleich. Auf jeden Fall hätten wir, ich sag mal, die Challenge, die er vorher mit uns machen wollte, 60 Minuten, bevor wir die 77 noch rauszählen konnten, dann doch auch so geschafft. Mega, mega lecker. Da sind gerade die ersten an den Lichtschalter gekommen. Alles gut. Es war mega lecker. Und ich würde sagen, damit machen wir mit Ahmad weiter. Mal schauen, was er dazu sagt. Mal schauen, ob wir den Stempel, die Unterschrift und natürlich kostenloses Essen für die Ewigkeit kriegen. Und was ich hier noch nicht gesehen habe, und da bin ich mal gespannt, ob er uns was besorgt oder was noch machen kann, ist natürlich wie immer ein kleines Dessert. Gut angewachsen, meine Lieben. Also vom Volumen her war es auf jeden Fall ordentlich heute. Also Ahmad, ich habe tatsächlich 20 Minuten noch übrig bei 77 Minuten. Das heißt, ich habe sogar unter eine Stunde geschafft. Das heißt, ich hätte sogar deine Challenge, oder ich sag mal die Zeit, die du erst angedacht hattest, auch geschafft. Aber die Platte ist leer und fast ausgekratzt. Boah, es war lecker. Das war sehr, sehr gerne. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dein was ist dein Lieblingstellergericht jetzt hier? Von den Gerichten, die Die ich jetzt hatte. Die Lachspfanne. Ne? Ja, klar. Ich hatte auch überlegt zwischen Hähnchen, also zwischen Teriyaki und Lachs. Ich bin aber auch so ein Lachs-Fan. Und wo trotz, ich sag mal, ein Tellergericht, was du hinbekommen hast, ist, dass der Lachs also so kross war und innen drin immer noch so ein bisschen weich. Weißt du, so dieses Gläsrige, genau. ne? Also und das hat halt so einen geilen Geschmack gehabt. Also, ansonsten fand ich es super lecker. Auch die Veggie-Variante mit dem Aleppo-Teller so, ne? Ist ja so ein bisschen auf Veggie-Style, ne? Da ist ja Süßkartoffeln und sowas, ne? Genau, mit Aubergine. Aubergine noch Genau, dazu. ein bisschen Nüsse dazu auch. Ja, das hatte ich auch gemerkt. Du hast viele Nüsse immer da drin, Genau, ne? So ja, Cashew klar. und... Weil damit die Veganer auch ein bisschen Proteine mit dazu bekommen. Ah, okay. Genau, das heißt, man will auch Proteine irgendwie hinbekommen auf den Teller, wenn das keine Hähnchen. Ja. Dann ersetzen wir quasi die Hähnchen mit entweder Mandel oder Cashew. Also man merkt echt, ne, das habe ich den Leuten auch gerade erzählt, dass ihr echt so auf bewusste Ernährung hier so ein bisschen achtet. Ja, so, klar. ne? Also deswegen Ja, auch klar. dieser, ich sag mal, Babelli Green, vorher Healthy und Green, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Ach, war mega, mega lecker. Ich danke Sehr, dir. sehr gerne. Ich hole meinen Stempel gerne ab, würde ich Ja. sagen, machen wir ready. Aber was auf dem Kanal nie fehlen darf, Ja. ich weiß nicht, ob du was hast. Hast du ein Dessert? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier... Hast du hier irgendwas, wo du weißt, da gibt es irgendwie ein geiles Dessert? Da müssen wir uns irgendwie noch was besorgen. Oder ich kann dir selber eine Cocktail machen. Also Ja. von so eine Smoothie gerne. Ja. Kann ich gerne machen für Sie. Smoothie, so Ja, Fruchtsmoothie? genau, so Food Smoothie, so Milch mit also Smoothie, so, dass Ja. du trinken kannst. Ist ja auch gesund, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das hatte ich tatsächlich noch nie. Das ist eine Premiere. Ja. Es ist trotzdem süß. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es zählt oder nicht. Aber dann nehme ich einen Smoothie. Sehr gerne. Ja, wenn ich den. Mach ich für Sie. Ja, let's go. Let's go. Danke dir. Und dann kriegen wir jetzt noch einen gesunden Smoothie. Zählt als Dessert heute. Ich denke mal, das wird beim Burgerladen später wird das wieder anders laufen, meine Lieben. So, mein Lieber, bitteschön. Danke, Ahmad. Sehr gerne. Setz dich gerne wieder ruhig. Haben wir hier Mango und Avocado. Avocado? Avocado, Ja. genau. Und bisschen Honig und Milch. Ja. Und dazu Calcio.
Calcio. Also, genau, auf jeden Fall. Was ist Calcio? Cashew. Ach, Cashew. Cashew. Ja, genau. Boah, das ist ein wilder Mix. Ich Ja, bin genau. gespannt. Banane auch? Ja, auf jeden Fall. Schmecke ich auch wieder. Also Banane schmecke ich mit am meisten raus. Also ich muss dir ehrlich sagen, es tut gerade richtig gut. Es ist wirklich ein schöner Smoothie. Welche Milch? Vollmilch? Vollmilch, ja. Tut es wirklich gut gerade. Also unabhängig davon, dass wir sonst immer Süßspeisen als Dessert haben, aber das hier, das tut wirklich gerade als Dessert. Sehr gerne. Also danke ich dir wirklich. Den hast du auch Sehr nicht auf der gerne. Karte oder so, den hast du jetzt wirklich für uns gemacht. Ja, Ne? genau. Danke dir, mein Lieber. Ey, Sehr, wirklich, sehr vielen, gerne. vielen, vielen lieben Dank. Also meine Lieben, damit Stempel Nummer 27 mit einem geilen Smoothie. Den trinke ich jetzt noch aus. Ahmad, ich danke dir Sehr, sehr für gerne. ein geiles Gericht. Ich komme gerne wieder. Sehr Vor allem, gerne. ich sag mal, weil es Das auch, freut mich sehr. auch Heimvorteil ist, Düsseldorf, Ja. weil es gut schmeckt, weil es, ich sag mal, bewusst ist, ne, was man essen kann. Ja. Und einen geilen Smoothie, den hole ich mir auch immer gerne ab, auch wenn es, ich sag Sehr mal, gerne. eine kleine Es gibt noch einen, Sonderanfertigung wenn du ist. Gibt noch einen. Hast du genug gemacht, sagst du? Also, meine Lieben, gib noch einen Smoothie, bevor wir jetzt zur zweiten Challenge rüberfahren. Ahmad, ich danke dir. Sehr gerne. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. zum Ne? nächsten Liebe Grüße aus Düsseldorf, meine Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.